Wir sind hier im Deutschen Historischen Museum. Hier können wir erfahren, wie wichtig es ist, sich die Geschichte bewusst zu machen und ganz besonders die deutsche Geschichte. Mein Name ist Yasser Al-Mamoun, einer der Multaka Guides im Museum. Multaka ist ein Projekt von Geflüchteten für Geflüchtete. Begonnen hat das Projekt im Jahr 2015 und seitdem treffen wir uns mit Menschen im Museum. Das Projekt hat uns in vielerlei Hinsichten ermöglicht, unseren Platz in der neuen Gesellschaft zu finden. Das Coronavirus hat unser Leben beeinflusst und unsere Begegnungen im Museum seit über einem Jahr massiv eingeschränkt, weshalb ich euch jetzt einen Einblick in das Innere des Museums geben will. Das Museum erzählt uns eine inszenierte Weltgeschichte, die viele Fragen aufwirft und offen lässt. Mir fehlt zum Beispiel deutscher Kolonialismus, die Narrativen anderer Nationen und die gegenwärtigen Positionen Deutschlands zu den Geschehnissen der Welt. Wir denken für uns selbst, meinte Martin Luther und läutete mit diesem Satz eine neue Ära in der Geschichte ein. Seit der Reformation hat uns die Kirche nicht vorzugeben, wie wir zu denken und zu leben haben. Die Religionsfreiheit wurde mit Luthers 95 Thesen, die angeblich an die Kirchentür genagelt wurden, in Europa eingeführt. Danach befand sich Europa 30 Jahre lang im Krieg. Es war eine riesige Katastrophe. Es hat 30 Jahre Tod und Zerstörung gebraucht, um eine friedliche Lösung zu finden. Politische Entscheidungen haben zum Ende des Krieges geführt. Hoffnung auf eine friedliche Zukunft herrschte und prägte das Leben Europas danach. Deshalb setzen wir uns zueinander und reden miteinander, so wie diesen beiden Frauen. Wir sehnen uns nach einer friedlichen Zukunft, die Waffe ist aber immer am Anschlag. Die Gesellschaft hat sich verändert und war aufgeschlossen für neue Weltanschauungen. Wir erinnern uns in diesem Bereich an die deutschen Migrationswellen nach Amerika. Die Arbeitslosigkeit nach der industriellen Revolution hat Menschen auf die Boote getrieben. Etwa 44 Millionen EuropäerInnen sind an die Küsten Amerika gespült worden. Ich habe dadurch gelernt, auch die Deutschen waren einmal Flüchtlinge. Wir machen einen Sprung in der Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Nazis sind an die Macht gekommen. Das soll und darf nie wieder passieren. Viele Menschen, nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch Homosexuelle, politisch Verfolgte und Menschen mit Behinderung haben unter ihren falschen Theorien gelitten. Wenn sich die Gesellschaft nicht wachsam gegen Ungerechtigkeiten auflehnt, können sich solche Verbrechen auch heute noch wiederholen.